Hi, hier ist Henry und es geht heute um den Korg Monolog, ein monophoner analoger Synthesizer aus dem Hause Korg und er verkauft sich schon seit einigen Jahren ziemlich gut. Er ist sehr erschwinglich, er ist leicht, hat aber trotzdem eine Metalloberfläche und ist deswegen auch recht robust. Aber wollen wir uns doch mal die Features des Gerätes im Einzelnen anschauen. Und hier ist auch schon das gute Stück. Am besten wir schalten den Monolog gleich mal an. Man wird begrüßt mit dem Schriftzug Monolog und der verweist darauf, dass er jetzt beim Stimmen ist der Oszillatoren. Wer sich mit analogen oder überhaupt mit Synthesizer noch nicht so gut auskennt, für den werde ich mal so eine kleine Einführung geben in die Funktionsweise. Also der Monolog verfügt über zwei spannungsgesteuerte Oszillatoren. Das ist einmal VCO1 und einmal VCO2. Die kann man über den Mixer dann in ihrer Lautstärke einstellen. Hier wird es gefolgt von einem Zweipolfilter und schließlich gibt es eine Hüllkurve und einen LFO. Was bedeutet das alles? Also, die Oszillatoren sind im Prinzip Klangerzeuger. Wir haben zwei davon, das heißt, wir können zwei Klänge gleichzeitig erzeugen. Der Mixer, wie ich schon sagte, kann diese beiden Klänge dann in ihrer Lautstärke einstellen und die beiden gehen dann zusammen in den gleichen Filter rein. Der Filter kann also die hohen Frequenzen allmählich rausfiltern. Das ist also hier ein sogenannter Low-Pass-Filter, der dann am Ende nur noch die tiefen Töne durchlässt. Die Hüllkurve ist etwas, ja, sage ich mal, abgespeckt. Bei vielen anderen Synthesizern findet man eine sogenannte ADSR-Hüllkurve, die also über Attack, Decay, Sustain und Release verfügt. Hier haben wir nur eine Attack-Decay-Hüllkurve, die dann in diesen verschiedenen Typeneinstellungen auch ein etwas unübliches Verhalten hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich damit eine Weile beschäftigt hat, kann man da eigentlich sehr leicht dann auch gute Ergebnisse erzielen. Und im Abschluss der LFO, das ist im Prinzip ein niedrig frequenter Oszillator, der hier in drei verschiedenen Modi Funktionen bieten kann. Und zwar was für Funktionen? Der ist dafür da, den Sound zu modulieren. Das heißt, ja, abwechslungsreicher zu machen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass anstatt dass ihr ständig an irgendeinem Knopf drehen müsst, könnt ihr im Prinzip mit der Target-Einstellung diesem LFO sagen, welchen Knopf er drehen soll. Zur Auswahl hätte man Pitch, Shape und Cutoff. Aber später, wenn wir den Synthesizer uns mal anhören, vielleicht mehr dazu. So, zusätzlich gibt es einen Temporegler, der ist dann für den Sequencer sehr wichtig. Ein Sequencer ist im Prinzip ja, wie ein Player, wo man den Synthesizer programmieren kann, sodass er dann eine Sequenz wiedergibt. Und auch ebenfalls in dem Zusammenhang ist dieser Key-Trigger oder Hold-Knopf zu verstehen. Also wenn der aktiviert ist, würde bei jedem Tastendruck einmal die Sequenz durchlaufen, während normalerweise die Sequenz automatisch losgeht, wenn man Play drückt, dann aber eben nicht auf Tastendruck. Dafür wäre dieser Knopf gut. Und dann habe ich auf der linken Seite noch nicht erklärt, hier gibt es dann noch einen Drive-Regler, mit dem kann man zusätzlich nochmal den Sound des Synthesizers boosten. Aber fangen wir am besten mal ganz vorne Sektion für Sektion an. Wenn man jetzt einen initialisierten Patch einstellt, zum Beispiel hier die Nummer 95, dann stellt man fest, dass man von einer Sägezahnwelle begrüßt wird, wie sie hier im Oszilloskopen sehr gut sichtbar ist. So, was hören wir denn jetzt eigentlich? Ich meine, die Regler sind hier irgendwie eingestellt, aber die Einstellung, die jetzt hier zu sehen ist, der Knöpfe, ist nicht das, was wir hören. Wir haben jetzt hier den Oszillator 1, den hören wir jetzt gerade. Den Oszillator 2 hören wir gerade nicht, weil der nämlich nicht reingeregelt ist. Würde ich jetzt diesen Knopf drehen, würden wir beide hören. Aber fangen wir erstmal nur mit dem Oszillator 1 an. Oszillator 1, der hat die Sägezahnwelle, die Triangel und die rechteckige Welle zur Auswahl und man kann diese Wellen dann jeweils über diesen Wellenformregler Shape nochmal verändern. Das heißt, von einer einfachen Sägezahnwelle
wird durch durch die Drehung des Reglers wird es zu einer deutlich komplexeren Wellenform gemorpht. Und Gleiches funktioniert auch für die Triangel und für die rechteckige Welle. Bei dieser rechteckigen Welle, der Square Wave, gibt es eine Besonderheit, und zwar führt dieser Shape-Regler dann eine sogenannte Pulsweiten-Modulation ein. Das heißt, das Tal zwischen diesen beiden Square Waves wird kleiner, bis es dann bei ganz rechts verstummt. Das kann witzig sein, wenn man den LFO dazu verwendet, die Shape zu modulieren. In der höchsten Intensität würde im Falle der rechteckigen Welle dann immer mal der Ton wegbleiben. Und das kann man sich zunutze machen, wenn man den LFO im Menü auch noch auf den Beat des Songs synchronisiert, kann man damit rhythmische Effekte erzeugen. Also insofern, obwohl der Oszillator 1 so abgespeckt ist, hat er doch viele Möglichkeiten, einfach durch diesen Shape-Regler, der die Wellenform stark beeinflusst. Aber gucken wir mal uns einen weniger abgespeckten Oszillator an, nämlich Oszillator 2. Den mache ich jetzt einfach mal an. Der begrüßt uns auch mit der Sägezahnwelle, hat aber dann statt der rechteckigen Welle ganz unten das weiße Rauschen. Nicht wundern, das klingt jetzt wie ein Radiosender, den man nicht gefunden hat, aber das kann musikalisch sehr interessant sein. In Zusammenhang mit einer Welle vom ersten Oszillator so ein wenig Rauschen reinzubringen, kann sehr musikalisch sein. Man kann das Rauschen aber auch verwenden für Oszillator-Synchronisation oder Ringoszillation, um den Oszillator 1 wirklich verrückte Sachen machen zu lassen. Also insofern Rauschen immer sehr gut bei einem Synthesizer. Ansonsten, was den Oszillator 2 auszeichnet, ist, dass er eine dedizierte Oktaveneinstellungsmöglichkeit hat. Die ist unabhängig von der globalen Oktaveneinstellungsmöglichkeit, die ihr hier unten findet. Das heißt, ich könnte also den Oszillator 2 einfach eine Oktave tiefer regeln als den Oszillator 1. Was man bei Oszillator 1 vielleicht noch sagen sollte, ist, dass die Triangelwelle und die rechteckige Welle auch eine Oktave unter der Sägezahnwelle voreingestellt sind. Das hat einfach Korg sich so ausgedacht. Dementsprechend geht die Sägezahnwelle, selbst wenn man hier auf die niedrigste Oktaven einstellt, beim ersten Oszillator nicht besonders tief. Anders beim zweiten Oszillator, da kriegt man sie also sehr tief. Und wenn man den Pitch-Regler, der ja zur Tonhöheneinstellung da ist, noch ganz nach links dreht, kriegt man es nochmal eine ganze Oktave tiefer geregelt. Das ist dann schon fast nur noch Klicken. Ist dann schon fast gar nicht mehr so musikalisch. Und theoretisch könnte man es noch tiefer kriegen, wenn man jetzt diesen Multifunktionsschieberegler auf Pitch einstellt. Gut, hat in dem Fall jetzt nicht mehr allzu viel Auswirkung. Ja, ich sagte es bereits, es gibt zusätzlich einen Pitch-Regler, der kann sehr interessante musikalische Möglichkeiten eröffnen, und indem ich jetzt zum Beispiel beide Oszillatoren nur ein kleines bisschen voneinander driften lasse. Und da sieht man schon, wie die Welle hier so durchpulsiert. Wenn man da jetzt noch ein bisschen Filter drauf gibt, ergeben sich schon recht interessante Sounds. Aber es kann auch musikalischer werden, indem ich ihn zum Beispiel hier 5 Noten über den ersten einstelle. Klingt schon fast so ein bisschen wie eine Fanfare. Also da muss man einfach nach Belieben ausprobieren, wie einem das bei seiner eigenen Soundgestaltung jetzt zugutekommen kann. Auf jeden Fall toll, dass es diese Manipulationsmöglichkeiten hier gibt.
Nachdem wir nun ein bisschen über die Oszillator-Sektion gesprochen haben, nochmal was zum Filter. Also das ist wie gesagt ein Zweipol-Filter, der mit 12 dB pro Oktave abfällt. Das bedeutet, er hat nicht so einen ganzen steilen Abfall wie ein Vierpol-Filter, sondern fällt etwas allmählicher ab. Und das lässt dann, selbst wenn man die hohen Töne rausgefiltert hat, immer noch ein bisschen mehr hohe Töne raus, als das ein vergleichbarer Vierpolfilter machen würde. Das kann also musikalisch sinnvoll sein, gerade auch bei Bässen, die noch ein bisschen mitsummen sollen, oder auch bei Melodien, denn der trotz seiner begrenzten Oktavenzahl hier bei der Tastatur ist der Monolog durchaus auch für Melodien geeignet. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieser Filter auch selbst oszillierend ist. Das heißt, wenn man die beiden Oszillatoren hier in der Lautstärke ganz leise stellt und den Filter alleine spielt, sieht man, dass der hier auch Töne von sich gibt. Das kann man auch musikalisch nutzbar machen, indem man im Menü bei Program Edit auf den 4. Reiter geht und das Cut-Off Key Track einstellt. Und schon hat man auf einmal noch eine Sinuswelle. Klingt jetzt so ein bisschen nach so Super Nintendo Musik. Aber das ist wie gesagt ein schönes Feature dieses Filters. Ich mache den mal wieder in die Grundeinstellung. Hier haben wir wieder eine rohe also eine rohe Sägezahnkurve. Jetzt ein bisschen was zu dieser Hüllkurve. Also ich sagte schon eingangs, dass diese Hüllkurve etwas ungewöhnlich ist. Also eine normale Hüllkurve hätte bei sage ich mal, etwas höherwertigeren Synthesizern eine Attack, Decay, Sustain und Release Reglerfunktion. Hier haben wir nur Attack und Decay, obwohl der Begriff Decay auch nicht bei jeder Typeneinstellung zutrifft. In dieser ersten Einstellung verhält er sich eher wie ein Release-Knopf. Denn ihr hört, der klingt noch nach. Das ist im Prinzip so ein bisschen dem Moog Minimoog nachempfunden, wo auch so eine Doppelschaltung war zwischen Decay und Release. Also genauso viel Decay, wie ich eingeregelt habe, so viel ist auch an Release vorhanden. Das heißt, wenn man jetzt hier auf eine Triangel kann man hier so ein bisschen pluckigere Sounds einregeln. Während jetzt die zweite Einstellung, man hört schon, die halt nicht so lang nach, also da verhält sich die Release-Kurve jetzt anders. Dafür kann man jetzt hier mal bei dem Beispiel schön hören, wie ein Hochregeln der Attack-Einstellung, also ein langsameres Einfaden in den Sound bewirkt. Jetzt habe ich den Decay auf ziemlich lang eingestellt und damit der Release ist auch umso länger. Die letzte ist im Prinzip so in gewisser Weise ein Loop. Und die Musikalität des Ganzen erschließt sich erst, wenn man die Intensität höher stellt. In der Einstellung Pitch wird der Pitch von beiden Oszillatoren manipuliert. Auch wenn der Oszillator 1 hier überhaupt keinen Pitch-Regler hat, aber dieses Pitch ist nichtsdestotrotz, trifft das auf beide zu. Während in der Einstellung Pitch 2 würde es im Prinzip nur Oszillator 2 betreffen, da der jetzt gerade aus ist in der Mixer-Einstellung, werde ich den jetzt erstmal anmachen. Und
Und man hört jetzt, dass da der eine Sound, der Oszillator 1, gleich bleibt auf dem Ton, den ich anspiele, während der zweite sich in seiner Tonhöhe entsprechend der hier eingeregelten Intensität verändert. Das sind dann, sage ich mal, für Effekte nicht schlecht oder auch für so fast schon perkussiv anhauchende oder anmutende Sounds, die man gestalten will. Insofern ist jede einzelne Typeneinstellung eignet sich für unterschiedliche Sounds. Also wenn man eher so einen liegenden Bass, der so einen Wobble-Bass zum Beispiel machen möchte, wäre die zweite Einstellung recht gut. Für One-Shot-Bässe, die vielleicht noch ein kleines bisschen nachhallen sollen, könnte die erste sinnvoll sein. Also da muss man einfach mal ausprobieren, was genau man jetzt an Sounds gestalten will und welche Einstellung dann für diese jeweilige Soundkategorie am sinnvollsten ist. Der LFO ist wie gesagt zur Modulation des Sounds gut. Er hat also, hier oben hatten wir Pitch 2 und den Cutoff, den ich jetzt nicht demonstriert habe. Wir können den Cutoff uns ja mal bei dem LFO anschauen, was da die Modulation bewirkt. Ich gehe auf Cutoff, ich stelle die Rate mal nicht allzu schnell, in der Intensität mache ich es mal ganz hoch. Damit das Ganze eine Auswirkung hat, nehme ich den Filter-Cutoff mal nur bis zur Hälfte, mache die Resonanz so auf 10 Uhr. Jetzt gehe ich mal auf die Einstellung Fast. Wir sprachen gerade eben schon vom Wobble-Bass. Und diese Modulation lässt sich, wie gesagt, im Menü auch per BPM, also Beats per Minute, synchronisieren. Das heißt, wenn ich hier auf den vierten Reiter gehe und diesmal nur im ersten Unterpunkt, dann sehe ich hier den Knopf LFO BPM Sync und damit könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen anderen Synthesizer oder meine DAW, also mein Computer-Sound-Programm, wenn ich das als Taktgeber einstelle, würde der Monolog dann im Takt dieses Taktgebers mitspielen. Und das wäre dann also für diesen Wobble-Effekt sehr interessant, wenn das beispielsweise auf den Vierteln oder Sechzehnteln oder Achteln des jeweiligen Songs, den ihr dort in der DAW eingestellt habt, dann mitgeht. Insofern sehr interessante Funktion. Aber neben dem Cutoff als Destination ist auch der Shape-Knopf möglich. Leider kann man nicht die Shape-Knöpfe der beiden Oszillatoren einzeln anwählen, sondern nur beide zusammen. In seiner schnellen Einstellung auf Fast ist dieser LFO auch hörbar. Also er geht in den hörbaren Bereich rein. Dementsprechend bei, sag ich mal, langsameren, also bei allmählicheren, beim Wunsch einer allmählicheren Modulation würde ich den dann auf Slow einstellen. Schon, dass allein durch diese Modulation der beiden Shape-Regler sehr interessante Wellenformen reinkommen, die dann oder rauskommen, die auch, sage ich mal, in einem Song weniger langweilig sind, weil sie sich einfach ständig verändern. Und als letztes gibt es noch einen One-Shot-Mode, der dann eher bei so 80s-Bässen zum Beispiel zum Einsatz kommt.
und schon hat man eine schöne Bassline, die durch den ganzen Song durchlaufen kann. So, nachdem ich jetzt die einzelnen Teilbereiche des Synthesizers mal vorgestellt habe, möchte ich mal noch was sagen zu der oft im Internet angesprochenen Beschränktheit der Möglichkeiten dieses Synthesizers. Wenn ihr den vorhabt, als Studioinstrument einzusetzen, dann ist er an sich gar nicht so beschränkt, weil viele der hier auf der Oberfläche sichtbaren Drehknöpfe lassen sich per MIDI-CC, also über den Computer mit USB-Kabel oder MIDI-Kabel, lassen sich diese MIDI-CC, also Control Change Parameter auch ansteuern. Und insofern lässt sich dann über die DAW auch ein zusätzlicher zweiter, dritter, vierter LFO hinzunehmen, wo ich dann möglicherweise neben dem Cutoff auch noch die Resonanz oder den Pitch oder weiß der Geier was manipulieren kann. Und insofern habt ihr also mit dem Korg Monolog ein wirklich analoges Gerät im Studio, das diese analoge Wärme und dieses analoge Brummen, was ja oft so gemocht wird, erzeugen kann. Und die Limitierung kann man ein Stück weit umgehen, indem man mit der DAW auch noch zusätzliche Modulationsquellen einführt. Ein kleiner Trick vielleicht noch oder ein Tipp: Ihr könnt auch aus dem Output des Kopfhörerausgangs rausgehen und direkt wieder in den Audioeingang rein. Dann im Untermenü global, wo war das? Und zwar beim zweiten Unterpunkt, der dritte Unterreiter. Dort könnt ihr den Audioeingang aktivieren und dann das Gerät sich selber verstärken lassen. Und da kriegt ihr nochmal mächtig viel zusätzlichen Bassboost rein. Muss man aber ein bisschen vorsichtig einregeln. Das so als kleiner Tipp. Diese Möglichkeiten bietet das Gerät. Ansonsten hatte ich ja schon eingangs diesen Drive-Regler erwähnt. Der hat im Prinzip eine ähnliche Funktion wie das, was ich gerade mittels Kabel beschrieben habe. Der boostet nochmal so ein bisschen auch die tiefen Töne. Warum ist das sinnvoll? Ja, bei einigen Synthesizern, wie zum Beispiel dem großen Bruder Minilogue, verfällt in dem Moment, wo man die Resonanz hochnimmt, ein bisschen die Tiefen, die fallen weg vom Filter. Hier ist ein optimierter Filter für Basssounds drin. Das heißt, dieser Abfall ist kaum hörbar, beziehungsweise ist einfach auch nicht da. Nichtsdestotrotz, mit diesem Drive-Regler kann man fast so eine zusätzliche Distortion dieses Sounds erreichen, so eine Art Saturierung. Und das kann, gerade wenn man zum Beispiel mit der rechteckigen Welle arbeitet oder mit 2 Sägezahnwellen, auch nochmal richtig viel Grimmigkeit in den Sound reinbringen. Also durchaus auch mal hier zu diesem Drive-Regler greifen und daran rumspielen. Soweit vielleicht erstmal zu diesen grundsätzlichen Funktionsmöglichkeiten des Korg Monolog. Ich werde gucken, dass ich noch weitere Videos reinstelle über den Sequencer oder über überhaupt eine Patch-Erstellung, dass man mal so ein Patch einfach zusammen erstellt. So, und das war's auch schon mit dem Korg Monolog. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich konnte euch hoffentlich einige der Funktionsweisen des Gerätes näher bringen. Sicherlich gibt es da viel, was man einfach selber mal ausprobieren muss. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Neugier wecken und dass ihr auch ein bisschen weniger Angst habt, da irgendwas falsch einzuregeln. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Im Zweifelsfall einfach nochmal initialisieren und von vorne anfangen. Das Gerät ist an sich ziemlich intuitiv und zum Glück auch nicht allzu komplex. Jo, wenn es Fragen gibt, wenn ihr mit irgendwas trotzdem nicht ganz klar gekommen seid, dann lasst mir einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen
Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euch einschreiben, häufiger mal meine Videos zu erhalten. Ich werde sicherlich mich nochmal mit dem Sequencer etwas auseinandersetzen und werde auch mal überlegen, was vielleicht als nächstes Gerät sinnvoll wäre, mit euch hier zu teilen. Also, grüßt die Tage, bleibt gesund und munter und bis bald.